Übernutzung von Land, Ressourcenverschwendung, Extremwetter setzen unseren Wäldern zu. Holz, eine unserer wertvollsten Ressourcen, gerät immer stärker unter Druck. Und der globale Trend zur Paperization, der Ersatz von Kunststoff durch Papier, verschärft die Situation drastisch. Gleichzeitig werden in der Landwirtschaft jedes Jahr Millionen Tonnen pflanzlicher Abfälle teuer und umweltschädlich entsorgt. Zum Beispiel die Ananaspflanze. Alleine in Costa Rica werden jedes Jahr 4,5 Millionen Tonnen pflanzlicher Abfälle chemisch getrocknet und danach auf dem Feld verbrannt. Stellen Sie sich mal vor, wir könnten diese Biomasse nutzbar machen und einen Rohstoff wie zum Beispiel Holz entlasten. Wir sind Ecofiber. Wir haben ein Verfahren entwickelt, um Zellstoff aus pflanzlichen Reststoffen herzustellen. Angefangen mit Ananaspflanzen. Dieser kann zum Beispiel von der Verpackungsindustrie genutzt werden. Wir verarbeiten die pflanzlichen Reststoffe mechanisch zu Fasern. Aus den Fasern können wir dann einen hochwertig gebleichten Zellstoff extrahieren. Dafür haben wir selbst ein chemisches Extraktionsverfahren entwickelt und ein internationales Patent angemeldet. Im Rahmen unserer Markteintrittsstrategie starten wir zunächst mit der Lohnproduktion mechanisch gewonnener Fasern. Das ist für uns die Low-Hanging Fruit, um schnell und risikoarm ein erstes Produkt zu liefern und ohne teure Anlagentechnik erste Umsätze zu generieren. Die Ananaspflanzen eignen sich aufgrund ihrer Eigenschaften perfekt für die Produktion von Fasern. Der niedrige Ligningehalt ermöglicht einen ressourcenschonenden Aufschluss und der hohe Zellulosegehalt und die langen Fasern bieten gute Eigenschaften für die Produktion von Papierprodukten und Verpackungen. Deshalb starten wir mit der Ananaspflanze. Grundsätzlich sind aber auch andere Rohstoffe mit unserem Prozess zu verarbeiten. Das haben wir in Laborergebnissen bereits bestätigen können. Hier in München wird bereits produziert, bei Fiberrec, einem Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Fasertechnologie und im Anlagenbau. Die produzierten Fasern wurden bereits an erste Industriepartner beliefert, die die industrielle Eignung bestätigt haben. Unsere Technologie der Trockenzerfaserung eignet sich auch sehr gut zur Aufbereitung von Ananaspflanzen. Die definierte Faserlänge und die relativ enge Faserlängenverteilung, die wir einstellen können, macht es für den Papiermacher einfach und problemlos, die Fasern einzusetzen und das gesamte Potenzial der Faser nutzen zu können. Wir konnten unsere Technologie bereits im Kilomaßstab validieren, jedoch die industrielle Nachfrage noch nicht bedienen. Ihr Investment fließt deswegen direkt in die Herstellung der ersten Produktionsmengen im Tonnenmaßstab. Diese liefern wir dann an ausgewählte Kunden und sichern somit nicht nur den Markteintritt, sondern auch langfristige Abnahmeverträge. Wir bei Ecofiber adressieren einen globalen Milliardenmarkt mit der nachwachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Rohstoffen, die zukünftig nicht mehr alleine durch Holz gedeckt werden kann. Unser Geschäftsmodell ist klar skalierbar. Nach der Lohnfertigung erfolgt der Aufbau einer ersten Leuchtturmanlage zur Faserextraktion und zur Produktion im Direktvertrieb. Durch unsere Technologie können wir flexibel auf den Markt reagieren und skalieren. In Costa Rica haben wir uns den Rohstoff Ananaspflanzen bereits durch LOIs gesichert. Doch das Abfallproblem in den Anbauländern ist riesig. Wir bekommen regelmäßig Anfragen aus weiteren Regionen. Als Papieringenieur kenne ich diesen Markt. Und die Idee von Ecofiber fand ich von Anfang an interessant. Ich werde auch weiter investieren, denn ich stehe 100% hinter dieser Idee. Aus Abfall eine wertvolle Ressource schaffen. Das ist echte Kreislaufwirtschaft mit messbarem Impact. Wir müssen verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen umgehen und es ist entscheidend, heute die richtigen Alternativen zu entwickeln. Investieren Sie jetzt in Ecofiber und werden Sie Teil einer neuen Generation nachhaltiger Fasern.